German Television Zuschauer aufgepasst. Eine Premiere der Avila von Notin. Es ist ein voll integriertes Fahrzeug in Manufakturqualität, Full GFK Sandwich hier in dem Fall verbaut. Das bedeutet also GFK und innen drin einen XPS-Schaum, nehme ich an? Richtig. Ist ein richtig qualitativ hochwertiges Fahrzeug und komplette GFK, Dächer GFK, Seitenwände, Boden und alles mit Styroform und XPS-Material ausgeschäumt. Ja, du musst dich mal bitte vor mich stellen, weil ich kann nicht drehen wegen des Windes, sonst ist die Linse direkt mit Regen zu. Du bist der? Ich bin der Karl Schlössl, ich bin der Prokurist. Ich bin auch zuständig für Notin, für die Weiterentwicklung. Und Avila, darf ich vorstellen, ist ein Produkt, was in gemeinsamer Zusammenarbeit zwischen Notin und La Marca entstanden ist. Ihr habt das zusammen entwickelt. Fahrzeuge kommen ja aus Frankreich und du hast gesagt, naja, für den deutschen Markt stelle ich mir das und das und das noch vor. Du hast grundsätzlich viele Fans, die sagen, nehme ich gerade so, wie sie in Frankreich gebaut sind, aber der Deutsche will doch das ein oder andere doch haben. Komm, wir gehen mal schnell drum rum, weil du stehst voll im Regen. Jetzt sind wir ein bisschen geschützter. Das Ganze hat hier eine Aufbautür, die Notin selber baut. Alles wird von Notin selbst gebaut. Du siehst das hier schon an den Spaltmaßen, an allem, was hier verbaut wird. Die Fahrzeuge sind von der Qualitätsseite natürlich sehr hoch gebaut. Du kannst den bestellen, auch mit hauseigener Luftfederung schon im Fahrzeug verbaut. Gibt es verschiedene Pakete. Agouti-Sitze sehe ich gerade aus dem Nutzfahrzeugbereich. Also richtig tolle. Richtig gute, teure Sitze. Man sitzt da natürlich auch etwas anders drin. Der Rest ist sehr viel Manufakturarbeit von Notin selbst. Die Türen schließen natürlich richtig klasse. Mach nochmal zu. Das ist das Geräusch. Da könnte ich gar nicht genug kriegen. Satt, oder? Ja, das ist satt. Nee, nicht 2 Stunden. Aber dann haben wir natürlich flächenbündige Fenster, 360-Grad-Kamera, die nicht aussieht, als wäre sie irgendwie hingeklebt. Ja. Nein, du hast hier auch die Details, überall das N, den Notin-Schriftzug in jedem Aufkleber mit drin. Was ist hier drin eigentlich? Unter der Klappe? Heizung, oder? Unter der hier? Nee, Gas. Okay. Brauchst du Gas. Okay, die Gas. Fahrzeug steht auf Gas, 2x11 Kilo. Genau, richtig. Was haben wir hier? Eine Duo-Control drin. Genau. Cool. Das ist Standard. Standard. Ja. Ist oft so, weißt du, da diskutierst du mit Leuten über Lithium, Duo-Control, Solar. Das ist in den meisten rein konfiguriert bei euch. Das ist irgendwie in der Klasse. Ja, in der Klasse sollte es schon Standard sein. 360-Grad-Kameras, gute Ausstattung, große Heizung, Solaranlage etc. etc. Aber das werden wir gleich Ihnen weiter sehen. Ja, Fahrzeug ist auf Elektro, das heißt hat Batterien drin und ist das erste Fahrzeug, was auf Diesel fährt. Das ist die Ladestation, die hat oben die eigene Anbindung. Ja, genau. Nee, ist noch ein Diesel. Was ist denn drunter? Weil man kann es ja beim voll integrierten nicht sehen. Ducato? Ja, du hast einen Ducato drunter, 160 PS, Automatik in dem Fall. Kannst auch mit 180 aus 3,5 Tonner oder 4,4 Tonner. Das ist natürlich hier immer das Thema. So, große Garage. Kann wir geben Gas? Nee, das war Spaß. Also noch kein Elektromobil, aber Karl, es wird kommen. Ich denke, Elektro wird auch in dem Bereich kommen oder hat Wasserstoff oder was weiß ich. Alternative Antriebe kann euch ja egal sein. Wenn die Hersteller euch die Chassis liefern, dann wird es funktionieren. Schwerer werden sie alle und jetzt gibt es eine gute Nachricht. Ja, es gibt ja dann die Freigabe auf 4,25 Tonnen. Das heißt, fast jeder darf 4,25 Tonnen fahren. Das heißt, 700 Kilo mindestens schon mal wieder mehr. Klär mich mal auf. Das heißt, der normale B-Führerschein bei Wohnmobilen wird erhöht. Ich glaube, man muss ihn 2 Jahre lang haben. Und dann darf man Wohnmobile fahren bis 4,25 Tonnen Gesamtgewicht. Genau, richtig. Das erleichtert die ganze Geschichte natürlich ungemein, weil die meisten waren ja immer schon am Ende mit ihren 3,5 Tonnen und mit ein paar Gramm Zuladung. Und jetzt haben wir natürlich die Thematik mit 4,25. Somit werden fast alle Fahrzeuge jetzt 4,4 Tonnen bestellt und werden abgelastet. Super schönes Heck. Also das ist wirklich, also ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man es mal komplett draufkriegt. Das ist super schön. Die Kamera voll integriert. Ja. Dual-Shutter nehme ich an, oder? Richtig, richtig. So, und das heißt, ich sehe einmal nach unten, sehe nach hinten. Also das ist schön. Auch das ist alles GFK Sandwich. Alles GFK. Kein Holz. Kein Holz, kein nichts. Boden auch. Boden genauso, sonst würdest du auch die Streben immer leicht durchsehen. Stimmt. Also achtet da drauf. Es gibt zwar auch GFK-Wohnmobile, aber viele bauen in Holzständerweise Full LED. Hersteller gewesen, der Full LED Scheinwerfer schon seit Jahren verbaut, bei voll integrierten, was ja heute noch immer eine Seltenheit ist. So, ihr könnt sehen, der kam gerade erst rein.
Da ist er. Der ist so brandneu, dass Karl gesagt hat, hey Sven, wenn du vorbeikommst, du musst den zeigen. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen mal rein, eine Breite 62 cm. Richtig. 62er, siehst du, ich kann hier anfangen demnächst. Ja, wir suchen jemand. Ganz dringend. Wolltest du anfangen? Ja, kein Problem. Ja, Dienstag immer. Ja, Am, okay, Dienstag. Von 9 bis... nee, Anfang Juni, erste Woche immer. Okay, ist in Ordnung. So, wir gehen mal rein. Helles Design und hier kommt schon direkt eine Besonderheit. Zeig nochmal den Teppich. Da ist immer ein Vinyl auf dem Vinyl drauf. Bei dem nicht. Bei dem nicht. So, das kann man aber mit dazu ordern. Das bedeutet, ich habe eine Art Schutzbelag da mit dabei. Stimmt das, was ich sage? Ja. Normalerweise ist ein Doppelvinyl drin, außer der Kunde möchte es nicht. Sonst ist es immer dabei als zweite Schutzschicht. Und du siehst jetzt auch hier die Besonderheit bei diesem Fahrzeug. Das ist einer, der nicht in Scandinavian Design ist. Der ist jetzt in heller Optik auf Kundenwunsch schon so gebaut worden. Also sieht auch wesentlich heller aus. Ja, der ist so hell. Sag mal, Karl, kannst du mal gerade den Sitz drehen? Ich gehe mal ein bisschen weiter rein und setz dich ruhig mal rein. Dieser Grundriss hier, ich habe schon gesehen, was das für ein Grundriss ist. Er haut mich jetzt schon um. Und es ist ein Grundriss, den ich kenne von Morelo. QF heißen die da. Und die Besonderheit ist, dass wir quasi ein Dreizimmer-Küche-Bad hier haben. Wir haben 2 Schlafzimmer. Das zweite Schlafzimmer werden wir gleich mal zeigen. Das ist noch unter der Decke. Dann haben wir richtig belederte Sitze. Das ist nicht nur eine Husse drüber. Nein. Die sind komplett beledert. Also du siehst hier schon alleine durch die Passform, wie das aussieht. Da war ein Sattler dran, oder? Da waren Sattler dran, die werden komplett ausgebaut aus dem Fahrzeug. Du siehst hier die Nähte, es ist drüber genäht worden. Es ist eine komplett andere Qualität. Es wurde hier aufgepolstert. Zeig gerade nochmal an den Seiten, wenn du da nochmal anfasst. Das konnte ich eben. Das ist hier einfach, Das ist ordentlich, ja? das muss man spüren, das muss man einfach fühlen, dass es hier eine komplett andere Geschichte ist. Auch hier die Schriftzüge, es ist alles so super sauber verarbeitet. Man hat da immer richtig Freude, wenn man das Fahrzeug so sieht, dass das wirklich eine andere Qualitätsstufe ist. So, dann siehst du auch die Anbauteile. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Das ist ja hier ein voll integrierter. Das Originalfahrerhaus endet hier am Lüftungsgitter links und rechts. Richtig. Und dann wird angebaut. Und da kann man viele Fehler machen. Da kann man das ganz günstig machen. Ja, da gibt es natürlich oft nur Plastikformteile, was man irgendwo reinklebt. Aber das siehst du hier alleine schon von den Jalousien und den Jalousienträgern. Der hier wurde bestellt mit einem elektrischen Plissé. Das elektrische Plissé fährt rauf und runter. Dass das also wirklich in einer eigenen Führungsschiene drin läuft. Die Scheibe finde ich so geil, weil die ist nicht gerade, sondern aerodynamisch geformt wie so ein ICE, oder? Ja, und hat auch eine leichte Tönung drin. Was auch selten ist. Boah, ist das cool. Ja, ist mittlerweile Teil des Trigano-Konzerns. Das heißt, also die Familie ist aber noch voll dabei. Ist noch voll dabei. Der Direktor ist auch der Zuständige für die Produktion, Leitung und die Qualitätssicherung. So, hier hast du noch ein bisschen mehr Platz. Hier sieht man, das ist richtiges Holz. Das ist kein, sondern diese Platte hier, das ist sogar Vollholz, oder? Ja, das ist Vollholz. Und du hast da drin so Kleinigkeiten wie zum Beispiel nur eine Flaschenhalterung. Das ist Vollholz. Ja. Ich fasse es nicht. Das heißt, die Oberfläche, das sieht man aber auch direkt. Dann hast du hier die Bepolsterung. Guck mal hier, wie schön das gemacht ist. Das ist so, die haben eine eigene Sattlerei. Wir fahren demnächst ins Werk. Also wir gucken uns das mal an. Also wenn ihr sowas noch nie gesehen habt, du sagst, das ist eine der letzten Manufakturen und es ist die älteste Wohnmobilmanufaktur der Welt, hast du gesagt? Es ist die älteste Caravan-Herstellung der Welt. Über 101 Jahre mittlerweile. 100 Jahre immer noch im Familienbesitz oder die gleiche Familie ist immer noch am Ruder, sage ich jetzt mal. Und von Generation zu Generation wurden die Ideen weitergegeben. Und die ganze Familie, muss man sagen, lebt das Thema Wohnmobil. Absolut. Ich habe einen Film gedreht mit dem Junior, hätte ich fast gesagt, der da ist, mit dem Geschäftsinhaber, der da ist. Und der war so stolz auch auf das Ganze, was er da hatte. Sag mal, könntest du das Hubpad mal runterlassen? Der Schlüssel ist diesmal drin. Wir haben es nämlich versprochen, dass wir euch das Hubpad zeigen. Wir werden es nicht ganz runterlassen, weil das wird nicht gehen. Vielleicht noch ein Stückchen. Stopp, warte. Ich drehe mal gerade. So, ein bisschen geht noch. Und noch ein bisschen geht noch. Okay. So, und das Hubpad hier hat ca. 1,20 Meter.
Das hat 1,20 Meter. Es gibt auch eine andere Version, die man ausziehen kann bis zu 1,45 Meter. So, das ist wirklich groß und hier sieht man auch schon direkt 200 Kilogramm statisch. Das heißt, okay, ich lasse es mal offen. Fahr es nochmal hoch. Das heißt, wenn man sich umdreht, darf man nicht mehr wie 200 Kilo wiegen. So ist es. Die Drehbewegungen oder Hoppelbewegungen sollten die 200 Kilo nicht übertreffen. So, jetzt weiß auch spätestens jetzt jeder, was gemeint war. Das ist die Kaffeemaschine, die habt ihr mitentwickelt? Ja, das war eine der Ideen, dass man bei diesem Grundriss die Kaffeemaschine mit reinbringt. Das ist ja immer die Frage, wohin mit der Kaffeemaschine. Das läuft hier natürlich super rauf und runter, ist baugleich wie beim Bilbao, beim Teilintegrierten, das der gleiche Grundriss ist. Und wir haben eigentlich alle Elemente vom Bilbao übernommen, nur dann als vollintegrierter. Die Küche ist so, die sieht so aus wie aus einem Guss, als wäre die so irgendwie, als wäre die so geboren worden. Und ja. Bitte nochmal, mach nochmal zu, ich will das Geräusch mal filmen. Das muss man einfach hören. Das muss man hören. Hast du es gehört? Das ist nämlich ein Metallschließer. Das sind hier Metalleinsätze drin. Das ist eine richtige Manufaktur. So richtig, du kennst ja den Begriff Carporn, kennst du ja in der YouTube-Szene. Das hier könnte Wohnmobil-Porn werden, weil du hast... Ja, sofort dafür, sollten wir mal drehen. Sollen wir mal drehen, denn... Weil du hörst das alleine hier. Wenn du mal gerade mit... Das ist krass. Die wiegt doch ein bisschen was, oder? Ja, die ist richtig. Kannst du dem Einbrecher um die Ohren hauen. Die kannst du jedem um die Ohren hauen. Und sie hält 400 Grad aus. Das ist das Schöne. Und ist auch absolut stabil. Das ist Mineralstoff. Und dann auch das Feld. Und ich liebe dieses Feld, weil es ist offen. Du hast nämlich meistens die Begrenzung, dass du den Topf nicht drüber kriegst. Das ist das Problem. Und hier kriegst du alles drüber. Den größten Topf der Welt kannst du drüber stellen, weil es langt ja, wenn die Hitze... Du kannst alles draufwerfen. Du kannst hier... Vor allem die Dinge entwickeln eine richtige Hitze. Also nicht wie die kleinen 3-Flammen-Dingerchen, sondern die sind schon wirklich professionell. Also wir hatten hier einen Koch, den ich namentlich jetzt nicht mehr nennen kann. Aber der hat hier Dinge gekocht auf 2 Flammen, wo du sagst, wow, top. Warum kannst du nicht mehr nennen? Egal, so, lassen wir offen. München. So, dann zeigen wir mal. Alde, das ist da, ach, ich weiß wer. Ja, ist okay. 3020 HE, das bedeutet, hier habe ich beides. Ich habe eine Elektro-Gas-Warmwasserheizung, bedeutet Elektro und Gas in einem. Bin ich auf dem Stellplatz oder, was richtig cool ist, ich stelle das Ding ab, schließe es an 230 Volt an, stelle ein 6 Grad oder 8 Grad, dann kann es nicht einfrieren. Exaktamente. Du kommst zurück, dein Kistchen ist warm, du warst Skifahren, Abriss-Ski. Du steigst ein, alles ist schön geheizt. Sollte der Strom ausfallen, schaltet er vollautomatisch auf Gas um. Das Ganze kann man sogar noch fernüberwachen. Da gibt es ein kleines Tool, kostet irgendwie 20 €, kannst du einbauen. Nennt sich, warte, ich sag's dir direkt, Amazon Blink. Und ich überwache mit meinen Kameras nämlich die Temperatur. Du kannst, also ich habe dort einen Router drin, einen kleinen Router drin. Jetzt hast du Solar hier auch drauf und damit kannst du immer schön sehen, wie warm es ist. Der gibt dir sogar einen Alarm, wenn jemand drin ist, wenn die Temperatur fällt und so weiter. Amazon Blink. Kennst du das? Nein, das kenne ich nicht, aber ich lerne jeden Tag auch bei dir. Ja, gibt's bei Amazon. Du musst jetzt wirklich anfangen bei uns. Das bleibt ja nicht ich muss anfangen, ja. Der Kühlschrank der Dometic Tower hier drin. Auch der lässt sich nur auf eine Seite öffnen, aber hat ein richtig schönes Gefrierfach. Diesmal in der Version AES. Und die sind im Moment noch geschlossen. Das war übrigens die Transportsituation, die du hast. Und dieser Kühlschrank ist wirklich klasse. Den Anschlag kann man übrigens wechseln. Ich wüsste jetzt nicht warum, aber man kann den von links nach rechts tauschen. Wenn einer fragt, großer Apotheker, richtig. Das ist auch schick. Und hier oben ist der Fernseher drin, gell? Hier kann man einen der beiden Fernseher unterbringen. Auch hier gleich wieder mit der Halterung, damit das Ding auch wirklich fest ist. Also wenn man leicht schräg steht, dass der Fernseher nicht nach. Richtig. Überall Kabeldurchführungen, natürlich auch für die SAT-Anlage, für WLAN-Geschichten. Eigentlich alles schon soweit vorgesehen. USB-Stecker. Der absolute Hammer ist wirklich dieses Licht hier. Und das Coole ist, wenn ihr leicht
ein Problem habt mit Stroboskopie, ja, dann könnt ihr das hier anstellen und rennt schreiend aus dem Wohnmobil. Das ist aber der Partymodus. Man kann es in jeder Farbe der Welt einstellen. Auch weiß, stehend, blau, stehend, was auch immer. Mach mal eine andere, bitte. Ich werde wahnsinnig. Also ist ein netter Effekt, aber erinnert mich mehr an die Kirmes bei uns in Saarburg. Ach, danke. Machen wir es mal eine Idee langsamer. Bisschen Idee langsamer. Was hast du da gemacht? Die Fernbedienung benutzt? Oder? Du hast da unten, es gibt auch eine Fernbedienung, du kannst das vom Bett oder von wo auch immer steuern, kannst die Farben ansteuern, in welcher Farbe, was du... Geht's auch ohne Fernbedienung? Geht natürlich auch, wie ich jetzt unten rein... Das heißt, wenn die Batterie leer ist, muss ich nicht den ganzen Tag... Geht auch so. Okay, verstanden. So, jetzt kommt das Besondere. Dieses Bad ist getrennt durch eine extrem leicht laufende Tür. Die wird uns der Karl jetzt mal bedienen. So, die schließt wie zu Hause. Auch diese Tür ist aus ganz normalem Holz gefertigt. Karl, du musst noch mal kurz öffnen. Wir haben noch eine Sache in der Küche vergessen. Hier haben wir eine Dunstabzugshaube, die ist nach außen gehend. Richtig. Die geht nach außen, nimmt also wirklich die Gerüche nach außen und geht durch einen integrierten Kamin nach außen. So, dann bitte mal öffnen hier oben, auch da, dass wir es einmal gemacht haben. Das sieht man nicht. Normalerweise, wenn da eine Dunstabzuge dauert, dann ist ungefähr die Hälfte vom Schrank weg. Nein, brauchst du nicht mehr. Du brauchst einen Schlauch, der nach hinten geht und dann zweigt der ab. Gut, okay. Dann sind wir jetzt durch mit der Küche. Huiuiui, gut, dass wir eben schon eingedreht haben. Die Klimaanlage ist an der Stelle, da kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein. Der Vorteil ist allerdings, du wirst keinen Luftzug abkriegen, weil das Schlafzimmer nämlich hinten getrennt ist. Und das werden wir mal zeigen. Das habe ich ja so oder so ähnlich auch bei anderen ganz großen Reisemobilen mal gefilmt. Und das Coole hierbei ist, dass du eine Art Raumbad hast mit 2 Eingängen. Echtglas? Echtglas. Okay, dann hast du 2 Schränke mit drin, die drunter sind. Wir sind ja hier auf, ist ein kurzes, 747 oder was noch? 744. Dann hast du linke Seite mit einer echten Duschabtrennung, eine riesen Dusche mit drin. Also wie, als würdest du hier im Liner stehen, das ist schon richtig cool. Wie kommt man da rein eigentlich? Einfach Türe auf, du kannst entweder nach innen oder nach außen die Türe machen. Okay, das heißt, wenn sie nach innen ist, habe ich mehr Platz zum Umziehen. Richtig. Und wenn ich nach außen, wenn sie einmal nach außen machst, vielleicht die Seite, dass die Leute mir auch glauben, es geht wirklich. Also ich wollte es nur mal zeigen. So, der Karl, hast einen Riesenspiegel, da ist aber nichts mehr dahinter. Da ist nicht noch ein Kleiderschrank zum Aufklappen. Nein, wir haben darüber nachgedacht, ob wir demnächst einen Bildschirm integrieren. Ein Bildschirm. Sogar mit Kamera drin und zum Aufnehmen. Also sowas wird demnächst auch kommen. Fallen mir immer so Sachen ein, wenn ich... Ach, da ist das Schränkchen. Zeig mal bitte da das Schränkchen, bitte. Bitte, Karl, sei so nett. Öffne mir mal unten und oben. Denn Männer und Frauen interessieren sich ja unglaublich, wie viel kann man da reinmachen. Auch hier wieder echtes Holz. Natürlich. Also das Ganze wird wirklich gefertigt in der Qualität. Das Schließen, das Geräusch, das gibt es normal nicht. Da kannst du normalerweise Videos drüber drehen, über das Schließen, weißt du? Wie eine Autotür fast. Das ist nicht normal. Das hast du nicht im Wohnmobil, so ein Geräusch. Normalerweise nicht. Das ist richtig schwere Qualität. Das muss man auch bei den Türen sehen. Guck mal, die Türen, wie die laufen. Und ihr kennt alle die Türen, die wo normalerweise so mit Mühe und Not mal gehen. Guck mal, die läuft. So, jetzt kommt es noch viel besser. Ihr habt dieses Schlafzimmer hier, das begehbar ist von beiden Seiten. Das heißt, wenn jemand mal nachts aufs Klo muss, dann muss er nicht über den anderen steigen. Ihr habt hier Schubladen integriert, die unglaublich weit rauskommen. Ich kann mal so eine öffnen. Warte mal. Nee, das kriege ich nicht hin. Karl, mach mal bitte. Dass wir das sehen. Also da kann man die ganze Unterwäsche, aber das sind nicht Schublädchen, das sind Schubladen. Klack. So, dann, sag mal, ist eine Alte drin, gell? Die hat eine alte. Haben wir eben gezeigt, ja. Und da ist auch der alte Heizkörper. Genau. Da unten hast du auch diese ganzen Auslässe aus den... Exaktamente, richtig. Krass. So, jetzt kommt es noch besser. Du hast gesagt, Karl Schlössl, wir müssen was ändern. Wir müssen nämlich einen Stauraum schaffen, wo jede
Frau, und ich sage jetzt bewusst jetzt mal Frau, Schnappatmung bekommt, weil der Mann, der braucht ja keine hängenden Kleidungsstücke. Wir Männer langt ja, wenn das T-Shirt gefaltet wird oder irgendwo hinkommt. Aber jetzt kommt's, Karl. Du siehst ja hier den größten Kleiderschrank in einem Reisemobil. Der größte Kleiderschrank in einem Reisemobil. Ja. Das ist wirklich so. Also wir haben ein voll integriertes Reisemobil mit einem Doppelkleiderschrank unter dem Bett. Das ist immer aufgeräumt, der nimmt keinen Platz weg. Die Breite von dem Fahrzeug nur 2,33 Meter, Karl? Ja. 2,33 Meter. Und hier hast du zum Beispiel auch die Stange, wenn dir was runterfällt, Ja. haben wir speziell eine Hakenstange, dann kannst du das auch wieder rausholen. Ah, okay, du musst da nicht reinkrabbeln. Du musst nicht reinkrabbeln. Du So. kannst reinkrabbeln, aber du musst nicht. So, und jetzt könnte man hier, also es ist richtig gut, ich zeige auch nochmal die Verarbeitung hier. Eine richtige Aluminium-Unterkonstruktion hier mit drin. 2x Gasdruckfedern. Unter dem Bett haben wir ein richtiges Lattenrohrsystem natürlich mit drin. Wir haben zwar ein französisches Bett, aber das ist so breit, wegen diesen Bettverbreiterungen, dass diese Seitenschläfer, das ist ja das Problem. Du bist Seitenschläfer, die Füße machen nicht das Problem, da brauchst du die Breite nicht. Aber hier brauchst du die Breite, an der Seite. Und da habt ihr die so verbreitert, dass wir eigentlich das Beste aus beiden Welten haben, oder? Ja, absolut. Wir haben hier 1,65 fast auf 2 Meter. Das ist also ein riesen Bett. Und wenn du das natürlich noch mitnimmst zum Schlafen, hast du fast volle Fahrzeugbreite. So, jetzt habt ihr hier eine Besonderheit. Ihr könnt hier den größten Fernseher, ihr könnt bis auf, ich glaube, 45 Zoll gehen. Ja. Also wer sich auskennt, 32, wer dachte 32 wäre groß, hier gehen 45 Zoll, weil wir keine Tür in der Mitte haben. Genau, oder Beamer. Oder Beamer. Hinten Beamer drauf, vorne Bildschirm. So, das geht auch und ja, das ist wirklich, ja, wir haben dieses Video bereits schon gedreht. Es hat in kürzester Zeit, hatte es Hunderttausende von Aufrufen. Wir mussten es runternehmen, weil es gab ein kleines Namensproblem. Das kann man ja ruhig offen sagen und wir werden jetzt nicht den alten Namen nennen, weil da gab es schon viel Streit drum. Der neue Name ist jetzt Avila. Avila. So, und Neuer Name, gleiches Produkt. neuer Name, gleiches Produkt, denn es gab, glaube ich, einen Wettbewerber, der hatte diesen Namen bereits geschützt und die kommen ja dann aus allen Ecken zurecht. Wenn er ihn geschützt hatte, mein Gott, soll er es haben. Er heißt jetzt Avila, aber dieses Video war das meist abgerufene La Marca-Video aller Zeiten. Ich habe dich getötet, weil wir hatten da eine Dreiviertelstunde gefilmt in dem Ding und dann musste ich es einen Tag später... Habe ich dir gesagt, wir müssen ihn vom Netz nehmen. Du hast mich selber angerufen. Ja. Du rufst mich normal nie an und hast dann gesagt, Sven, wir müssen das Ding sofort runternehmen. Da hat sich immer beschwert wegen dem Namen. Ihr habt es dann auch von der Messe dann eliminiert. Wir haben den Namen eliminiert, Prospekte eliminiert. Es war eine Riesenaktion. Fahrzeuge, die in Produktion waren, eliminiert. Zumindest die Namen. Aber jetzt Avila, super schöner Name. Das Auto ist ja geblieben und ist momentan einer der Bestseller in ganz Europa von Montar. Ja, und das Coole ist der Preis. Ab 270.000 Euro, da freut sich das Herz, oder? Wie bitte? Ab 270.000 Euro? Du hast jetzt einen Warte mal, ich mache jetzt mal das, was die auch machen bei QVC. Nein, keine 270.000, Keine 260. keine 230.000, Nein, auch unter 200.000. keine 170.000, Keine 170.000. keine 150.000, Keine 150.000. keine 140, Kannst du haben. Noch weiter runter. keine 130, Keine 130. keine 120. Wir starten bei 120. Also 120.000. Kriegst du Manufakturqualität. Den Fiat Ducato kriegst immer Full LED, korrekt? Absolut. So, kriegst genau dieses Bad, was hier drin ist. Das Bett ist auch schon dabei. Was macht den Preisunterschied jetzt mal? Ich sag mal, Klimaanlage ist wahrscheinlich auch preisrichtig. Ja, es gibt dann 360-Grad-Kamera als Paket, Klimaanlage, alte Warmwasserheizung, sonst hast du Truma 6 drin. Das sind diverse Pakete, was es gibt. Das Raumgefühl wie im Liner, das ist wirklich Absolut. toll. Die Verarbeitung, die kann sich wirklich sehen lassen. Das ist absolut ordentlich und ich muss wirklich sagen, also vom Feeling her, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, hatte ich aber schon bei dem Liner. Kannst du dich noch daran erinnern, der Liner, der die Jalousie innen liegen hatten in dem Fenster? Klar, hat er heute noch, ist ein Novum, wo auch die Fenster einzeln elektrisch auf und zufahren, das hat schon was. So, Notar, müsst ihr euch gut merken. 100 ANS heißt übrigens nicht 100 PS, sondern heißt 100 Jahre. Anno Domini. Und das Coole ist, er kommt aus Frankreich. Wir werden ins Werk fahren. Das ist noch echte Manufakturqualität vom ältesten Caravan-Hersteller der Welt.
Sagst du, also ich muss das immer so sagen, weil die Schuld muss ich dir in die Schuhe geben. Wenn einer kommt und sagt, ja, mein Opa hat in der Garage früher schon im Jahr 1834 einen Wohnwagen gebaut. Es geht ja um Serienhersteller und die haben das richtig cool. Gesagt, der einzige existierende noch. Sehr schön, damit bist du safe. Nicht, dass schon wieder was kommt bei dem Video. Mach mal hier oben auf, was ist da drin? Ablagefach. Okay, das heißt, ich habe alle wichtigen Bedienelemente, muss ich mich nicht räkeln, sondern komme hier ganz bequem dran. Das Bett ist natürlich abschließbar, USB ist hier drauf und ich bin stolz auf dich, Karl. Und wir haben noch die sensationelle Elektrik von außen zugehbar. Ja, komm, das zeigen wir uns noch kurz an, weil es regnet. Zeigen, weil das ist immer wichtig. Es regnet wie Sau, deswegen müssen wir... Ja, wir halten es kurz, sonst geht mir nämlich meine Kamera kaputt. Und die Abmoderation, die können wir gerne drinnen machen, wenn du willst. Also 100 Jahre ist Notar. Oh, es geht jetzt mit dem Regen. Jetzt ist wieder gut, denn wir drehen heute am 1. April. Richtiges Aprilwetter, oder? Absolut, absolut. Du hast es mitgebracht. Einer muss schuld sein, in dem Fall du. Also bitte mal offen lassen. Das ist von außen zugänglich. Serie bei euch ist der Booster, der ist immer drin, oder? Der ist bei den meisten Fahrzeugen drin. Beim Avila mit dem 100-Jahre-Paket ist er Serie. Ist eine Serie. Da unten ist ein Wechselrichter mit drin. Also ihr habt wirklich eine schöne Vollausstattung. Alles Haushaltsqualität. Wir reden also nicht hier von Leichtbau, billig. Also Leichtbau ist es, aber es ist kein Billigding. Und in Verbindung mit der neuen Führerscheinregelung 4,25 Tonnen. Ich glaube, das ist ein richtiger Liner-Killer, oder? Absolut, absolut. Die Leute werden sehen, wenn sie das erste Mal einsteigen, die Haptik spüren und das Fahrzeug überhaupt sehen. Man muss ihn im Original sehen. So, dann mach ich mal zu. Dann werden wir das Ganze mal schauen. Wir sind bei Karl Schlössel und Lamarca, Prokurist von Lamarca. Und ihr seid der größte, kann man das schon sagen, der größte Notarhändler Deutschlands? Notarhändler und der Importeur für 7 Länder. Für 7 Länder? Für 7 Länder. Wir betreuen 7 Länder und knapp 20 Händler. So, du hast große Erfahrungen mit Reisemobilen, denn das Ganze machst du nicht erst seit gestern, kommst aus dem Automobilsektor, warst vorher in der Automobilbranche und bist unter anderem der Spezialist, warte, ich drehe mich mal so um, sonst dass meine Kamera überlebt im Regen. Heute 1. April, also wenn ihr herkommen wollt, wir sind in Landsberg am Lech, das liegt wo ungefähr? Wir liegen 25 Minuten von München bzw. 20 Minuten von Augsburg weg. Tschüss, Karl. Ciao, ciao. Tschüss.